你会背数字左右吗？先不要着急说不，今天我要用1块钱的茶叶。大概1欧元呢，1 Kilo für diesen Tee kostet 4.000 Euro。让路人才看到这辆全新的比亚迪电动车时，愿意多掏2万欧元来买它。Was schätzt ihr? Was kostet dieses Auto? Du sagst 80.000. Habt ihr euch von dem Preis in der Schätzung vom Auto beeinflussen lassen? Du aber. 怪诞行为学中有一个有名的实验，他向学生展示了一系列商品，然后让学生写下自己社保号的最后2和他们分别愿意出多少钱买这些东西。结果非常有意思，社保号最后2位越大的学生，平均出价越高。今天我们来到了欧洲最大的名品小镇，每年有400万购物者来这里消费，相当于每4个广东人就有1个来过这里，简直就是花钱的天堂。来这里逛街的人都是对价格非常敏锐的。你觉得这样一个小小的套路，会不会让路人的心理价位多出2万欧元呢 Was schätzen Sie, wie viel kostet dieses Auto? Oh, keine Ahnung, hätte jetzt gesagt 40.000, 50.000. 30.000, keine Ahnung. Was sagst du? 34.000. 40.000 Euro. 35.000. Wie kommt ihr drauf? Ich hätte es geschätzt einfach, weil es Elektro ist. Er ist ein Hybrid. Ja, dann 42. Was glauben Sie, was kostet dieses Auto? Für das ist 60.000. Knapp, ja? Der kostet 39. Sehr gut. Viel billiger als mein EQS. Um ehrlich zu sein, dachte ich, das klappt niemals. Das ist ein Oolong-Tee. Nie gehört. Ich trinke eigentlich nur Tee, wenn ich krank bin. Oolong trinken wir heute. Das ist chinesischer Tee, der heißt Oolong. Sie ist aus China extra hergeflogen. Sie kommt aus einer Familie mit einer langjährigen Tradition. Das ist eines der größten Teegüter in China. Die haben über 100 Sorten und die verkaufen von diesem Tee allein 87 Tonnen jedes Jahr in Europa. 87.000 Tonnen allein in Europa. 87 Tonnen. Riesengroße Menge. Ja. Kann man sich kaum vorstellen. Ja, das ist echt viel. Und was ist das Besondere an dem Tee? Coco, 你今天带来了什么样的茶？我今天带来了2014年的老丛水仙，看一下，它就是这种条状很胖、很粗，然后也很油亮颜色。然后老丛的意思呢，就是采用了一个就比较30年以上树龄的茶采取的。这个茶1公斤要多少钱？这个茶在中国买1斤大概是15000人民币。好，尝尝。Dankeschön. Vorsicht. Sehr gut. Was sagst du? Ist krass. Ja? Schmeckt gut. Ja, schmeckt sehr gut. Ist gut gezogen. Schmeckt ein bisschen wie so Schwarztee ähnlich. Der ist sehr gut, ja. Hat was Feines. Sehr gefiltert irgendwie, aber trotzdem noch einen schönen Geschmack. Also man kann ihn gut trinken. Was schätzt ihr, was dieser Tee pro Kilo kostet? Boah, 25 Euro. das ist bestimmt zu wenig. 7 Euro. Kann man auch schnell, wie kommst du auf 7 Euro? Das ist irgendwie so, beim Kaffee kann ich mir so ein bisschen was abmalen. Was sagst du? Ich denke jetzt vielleicht 12 Euro. Sagen 500 Euro. Vielleicht so 150? Sag 130. 50 Euro. 50 Euro. 280 Euro. Wenn ein guter Tee ist, warum nicht? Okay, Es gibt ja auch Kaffee mit mehrere tausend Euro. Okay, Jungs, Spannung, ich sag's euch. Also 1 Kilo von diesem Tee kostet das Kilo 4.000 Euro. 4.000 Euro. Aha, 4.000 Euro. Na, niemals. 4.000 Euro. Ja, mit Tee kenne ich mich halt echt nicht aus. 4.000 Euro. Jeder Schluck ist 1 Euro. Und schön. Produzieren 87 Tonnen. 87.000 Tonnen pro Jahr, genau, werden produziert. Das ist gutes Geld. 4.000. Und wenn wir gerade bei leckeren Dingen sind, habe ich eine Frage noch. Was schätzt ihr, was kostet dieses Auto? Was ist das überhaupt für eine Marke? Ja, BYD, ja, natürlich. Ja. Chinesisch auch, ne? Ja, schon mal in so einem Auto gesessen? Nee, ich fahre kein E-Auto. Willst du mal kurz reingucken? Ja, können wir gerne machen. Was hat es für eine Reichweite? 1000 Kilometer. Genau, chinesische Marke. Die haben halt so meistens alle Ausstattungen.
Das Auto hat eine mega coole Funktion, das hat nämlich Karaoke. Oh, wie cool, das machen wir auch manchmal. Hallo. Wenn man das nach draußen oder nur hier drinnen? Hey, 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 ich war der goldene Let it go, let it go. Let the storm rage on. Was schätzt du, was kostet dieses Auto? 40 bis 65? 45. Und du sagst? 50. Du sagst so? 80.000. Ich sag 60.000. 55.000 Euro. 45k. 80.000. Wie kommst du jetzt auf die 55.000 Euro? Ja, weil beim Mercedes auch so ungefähr so kostet. Und ich denke mal, die haben auch so eine ähnliche Qualität jetzt auf jeden Fall. Und deswegen schätze ich, der Preis 55.000 Euro wäre gerechtfertigt für so ein Auto. Ja, das Auto kostet 39.000. Okay, das ist günstig. Das hätte ich nicht gedacht. 39.000. Na. So günstig. 39.000. Echt? Oh, krass. Welcher der Tee? Teurer. Fast so viel wie 10 Kilo Tee, Bro. Hast du dich von den Zahlen davor, von dem Tee beeinflussen lassen, deine Preisschätzung? Nein. Nee, er hat es ja auch gut gemacht. Ich jetzt nicht so. Du aber. 今天的拍摄让我发现，其实这个实验更适合用来研究人们怎么给对陌生的东西定价。通过采访，我发现德国人对车还是真懂的呀，他们对车的定价很难被随便影响。大多数的路人在体验了这辆车之后，给出的价格比最开始盲猜时更高啊。就像一位路人说的。 Wenn ich am Nahenraum angucke, den inneren Wert von dem Auto an. Wenn die Qualität Bombe ist, Auto Spaß macht zu fahren, bequem ist, warum nicht? 所以品质才是决定价格的关键。下一个是